Kirgisistan gehört zu den landschaftlich schönsten Ländern, die wir jemals gesehen haben. Besonders Naturliebhaber kommen hier voll auf ihre Kosten, denn 90% des Landes liegen im Hochgebirge auf über 1500 Metern Höhe. Und egal ob tiefblaue Hochgebirgsseen, die zum Baden einladen, Wanderungen durch traumhafte Berglandschaften oder Canyons, deren Farben zum Sonnenuntergang in unglaublichem Licht erstrahlen, Kirgisistan hat unser Herz im Sturm erobert. Unsere Reise beginnt in Karakol, der größten Stadt im Osten von Kirgisistan, von wo aus wir eine Marschrutka, also ein Sammeltaxi, meist in Form eines alten Mercedes-Sprinter-Vans, Richtung Bokonbajevo oder Baskun suchen. You're going to Bokonbajevo? Okay. You're going to Bokonbajevo? Bokonbajevo? Or Baskun? Karta есть? Карта. Wo ist es? This one go Baskun? Baskun? Ah, okay. Und es ist halt sehr interessant hier, sich so mit den öffentlichen Verkehrsmitteln durchzuschlagen. Sag ich mal, es ist nicht wie in Thailand, wo du so einen Sticker bekommst, ne, und dann zwischen Van und Bus und Boot hin und her kutschiert wirst, sondern du musst irgendwie Einheimische fragen, es gibt eine Sprachbarriere oder du fragst andere Touristen und so. Das ist halt irgendwie das, was uns auch irgendwie Spaß macht. Ja, das ist cool, weil es halt trotzdem klappt, ne? Ja. Jetzt müssen wir warten, bis hier voll wird. Wenn es voll ist, dann geht's los. Gezahlt haben wir noch nicht, aber es wird nicht so teuer. 2-3 Euro, denke ich mal. Ja. Nach knapp 2 Stunden Fahrzeit entlang der im Bau befindlichen Straßen am südlichen Ufer des Issyk-Kul sind wir in Baskun angekommen, einem kleinen Ort zwischen See und den Bergen, der als Ausgangsort für unsere Erkundungstouren am nächsten Tag dient. Wir übernachten im Greenyard Guesthouse, einer kleinen, inhabergeführten Unterkunft mit einigen gemütlichen Zimmern und einem Gemeinschaftsbad, für etwas über 20 Euro die Nacht. Da das Wetter nach unserer Ankunft richtig gut ist, fragen wir unsere Gastgeberin, ob sie uns ein Taxi zum Seeufer organisieren kann. Und nachdem wir uns die kurze Wartezeit mit einer Runde Tischtennis vertrieben haben, steht das Taxi auch schon vor der Tür und es geht in einem altehrwürdigen Mercedes 190er, mindestens mal 35 Jahre alt, innerhalb weniger Minuten an das Ufer des Sees. Der Issyk-Kul liegt auf 1600 Metern Höhe und heißt übersetzt der warme See, weil er selbst im härtesten kirgisischen Winter nicht zufriert, was an dem kleinen Salzgehalt von etwa 0,6% liegt. Der Issyk-Kul ist etwa 12-mal so groß wie der Bodensee und nach dem Titicacasee der zweitgrößte Hochgebirgssee der Welt. Ich dachte, Kirgisistan wäre ein Binnenstaat. Ist es auch. Das sieht zwar aus wie das Meer, ist aber der Issyk-Kul-See. Also wer den hat, glaube ich, braucht auch keinen Meerzugang. Und ich war auch gerade schon drin. Es hat richtig viel Spaß gemacht. War im ersten Moment ein bisschen kalt, aber ging dann eigentlich voll. Also war eine sehr schöne und willkommene Erfrischung hier. Ich habe, glaube ich, auch einfach gerade diesen Oha, Kirgisistan ist so krass Moment hier mit dem See, der einfach aussieht wie ein Meer. Auf der anderen Seite die Berge. Das ist echt heftig. Horst ist endlich raus aus dem Hotelzimmer. Du warst so lange krank und jetzt late to the party siehst du endlich mal die Schönheit. Ja, echt so, echt so. Ich meine, du hattest wahrscheinlich schon dieses Gefühl am Song Küllek. Ich bin halt ein bisschen später dran, dadurch, dass ich halt irgendwie eine Woche flach gelegen habe und denke mir jetzt einfach nur so, wenn das Wetter morgen so bleibt, wie es jetzt ist, dann wird es richtig schön. Wir gehen in die Berge, wir wandern, wir sehen Wasserfälle, wir sehen Canyons. Das wird ein absoluter Traum. Good morning. Good morning in the morning. I'm ready for breakfast. Ja, das finde ich ganz nice. In Kirgisistan ist ganz oft bei den Guesthouses das Frühstück mit dabei. Und was ich jetzt hier sehe, Obst, Pancakes, Brot, sieht schon sehr gut aus. Guten Appetit. Dankeschön, dass dir schmecken. Das ist unser Taxi. Thank you. Auf geht's in die Berge, die Sonne scheint und die Fortbewegung hier in Baskun und Umgebung, die organisieren wir über unsere Unterkunft, über die Gastgeberin, die super lieb ist, weil Yandex, die Taxi-App, die hier sonst in Kirgisistan verwendet wird, die geht hier nicht, weil es einfach viel zu klein ist. Und die hat uns das dann gestern organisiert zum See, das waren dann 2 Euro jeweils hin und zurück und jetzt sind es 14 Euro bis zu dem Startpunkt von der Wanderung, also eigentlich sehr erschwinglich. Und wieder zurück. Ja. Und die Taxis hier, generell die Autos in Kirgisistan, so krass, was hier für alte Schmuckstücke dabei sind. Also ich glaube, man könnte das teilweise schon als Oldtimer hier zählen, was hier alles so rumfährt. Das ist so cool. Und ja, alles hier über schottrige Straßen und wir freuen uns, dass wir gleich mal ein bisschen wandern können. Einmal Pferd. Einmal Pferd auf der Fahrbahn. Oh, gibt's auch noch Kirgisistan. Ja. Der Verkehr, den wir hier haben, sind Pferde, keine Autos.
через 20 tu. Okay, wir haben jetzt vereinbart, Abholung. 13:30 Uhr, das heißt, wir haben jetzt fast 3 Stunden Zeit, um diese Kulisse hier zu genießen und die Wasserfälle zu finden. Es gibt hier 3 Wasserfälle und verschiedene Trails. Das ist auch bei Maps.me und Organic Maps. Ich habe es mir jetzt gar nicht angeschaut. Wir haben einfach mal den jetzt rausgewählt, wo die meisten Leute langlaufen. Lassen einfach mal so alles auf uns zukommen. Und hier gibt es auch schon eine touristische Infrastruktur, sage ich mal. Hier ein paar Unterkünfte, Restaurants bei dem Startpunkt, wo wir auch angehalten haben. Da essen wir dann vielleicht noch eine Kleinigkeit. Aber jetzt geht es erstmal hoch. Hier, also, das sieht einfach so traumhaft schön aus. Let's go. Here we are, Wasserfall Nummer 1. Also er sieht wunderschön aus, richtig cooler Ausblick hier und wir sind jetzt glaube ich auch nur so 10 Minuten gelaufen oder so. Man muss aber auch dazu sagen, heute ist Samstag und hier ist relativ viel los, also hauptsächlich Einheimische. Ich verstehe aber natürlich auch, dass es bei denen beliebt ist. Die Leute hier sind auch so freundlich, ne, grüßen, fragen, wo man herkommt und so. Aber ich muss sagen, ey, meine Kondition, nachdem ich jetzt hier eine Woche wirklich richtig krass flach gelegen habe, ist so am Ende. Obwohl wir hier wirklich nur so ein bisschen rumspazieren. Ey, meine Pumpe geht hier. Und ich glaube, bis zu dem Bascoon Waterfall, der hier ganz oben ist, schaffe ich es nicht heute. Das dauert eigentlich nur 1,5 Stunden. Das ist eigentlich keine schwere Wanderung, aber nicht unter den gegebenen Umständen. Wir laufen jetzt nochmal zu dem anderen Wasserfall. Und in der Zwischenzeit kann ich auch mal eine Drohne steigen lassen. Voll cool, wir haben hier gerade Edelweiß geschenkt bekommen. Ich habe schon mitbekommen, dass das hier überall wächst. Was ist besonders an Edelweiß? Riecht das? Oder? Ich weiß nicht genau. Könnt ihr das mal kommentieren? Aber jetzt sind wir hier am Wasserfall Nummer 2, auch richtig schön. Ja, der ist auch schön, aber man kann jetzt nicht von einem Geheimtipp sprechen. Also es sind schon ein paar Leute hier. Aber ist richtig schön, also gefällt uns sehr, sehr gut. Und wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das hilft uns immer sehr weiter. Und wenn ihr weitere Videos aus Kirgisistan oder rund ums Thema Reisen sehen wollt, dann abonniert auch gerne den Kanal. Und für uns geht es jetzt so langsam zurück Richtung Parkplatz und der Taxifahrer kommt gleich wieder und dann gehen wir erstmal Mittagessen. Nach einer kurzen Stärkung mit einer Portion Plov im Tundo Coffee geht es mit dem Taxi weiter Richtung Fairy Tale Canyon. Und ohne etwas vorwegzunehmen, der Name kommt nicht von ungefähr. Das ist krass. Krass, guck mal. Oha, okay. Wow. Das sieht Hammer aus. Was für eine Aussicht, ey. Okay, also wie heftig sieht das noch aus, bitte? Und jetzt kommt auch so ein bisschen die Sonne wieder hier durch die Wolken durch. Und ja, Fairy Tale Canyon, der Name ist durchaus angebracht, würde ich sagen. Es sieht wirklich aus wie hier so im Märchen. Und ich will eine kurze Geschichte erzählen, weil auf dem Weg hierher habe ich gemerkt, als wir im Taxi hergefahren sind, so ungefähr 30 Minuten Fahrt von Bascoon aus, dass meine Kamera leer ist. Nicht so, scheiße, ich will das natürlich filmen. So, und dann haben wir kurz in so einem Café gehalten vorher und ich habe halt gefragt, ob ich meine Kamera laden kann. So, das war gar kein Problem. Und die Leute da waren so nett gewesen. Wir haben uns erst mit einer unterhalten, dann noch mit einer anderen. Die Gastfreundschaft hier in Kirgisistan ist so unfassbar groß. Also das haben wir wirklich in wenig anderen Ländern bisher erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir waren in vielen Ländern, ehrlicherweise. Man kommt so oft mit den Leuten ins Gespräch, irgendwie so viel, was sie erzählen. Sie schauen alle so optimistisch in die Zukunft. Man sieht hier überall so viele Baustellen, weil hier die Straßen neu gebaut werden, es werden Zugstrecken gebaut, der wirtschaftliche Aufschwung ist da. Die Leute sind optimistisch. Ja? Das ist, wenn man aus Deutschland kommt, mal eine ganz schöne Abwechslung, dass die Leute optimistisch in die Zukunft blicken, dass sie freundlich sind, dass sie gastfreundlich sind. Das ist irgendwie, ja, wollte ich einfach mal so gerade erzählen, weil sowas passiert irgendwie ständig und es ist einfach sehr herzerwärmend. Und dazu noch diese Landschaften hier, also Kirgisistan hat es uns einfach richtig, richtig angetan.
Also mega cool hier durch zu spazieren. Ich bin gespannt, wie die Drohnenaufnahmen aussehen. Ihr habt es schon gerade gesehen. Aber denkt dran, überall, wo ihr hochklettert, müsst ihr auch wieder runterkommen. Ja, das habe ich gerade auf schmerzhafte Art und Weise gelernt. Ich bin gerade wo hochgeklettert, ich weiß nicht, ob man es sieht, und dann nicht mehr zurückgekommen und dann einfach abgestürzt. Das tut gerade ziemlich weh, ehrlich gesagt. Ja, war halt meine eigene Schuld, war ein bisschen dumm. Nichtsdestotrotz war es super schön. Also seid vorsichtig, weil es ist dann doch schon teilweise ziemlich steil. Ne? Super steil. Und beim Hochgehen ist das einfach, aber beim Runtergehen ist es halt manchmal ein bisschen schwierig. Ja, Von aber, daher. Aber gut. es ist auf jeden Fall der schönste Canyon, den ich je gesehen habe. Es ist mega schön. Also gerade jetzt das Licht zum Sonnenuntergang, kam die Sonne jetzt gerade nochmal durch. Ja. So unfassbar schön mit Blick hier auf den See. Also hier die Südseite vom Issyk-Kul, also einmal der See selbst und die Sachen, die man dahinter machen kann. Da direkt dahinter die Berge, die Canyons, die Wasserfälle. Also das ist schon eine absolute 10 von 10 dazu, die lieben Menschen hier in Kirgisistan. Und auch alles der Preiswert, was wir jetzt gemacht haben. Canyon hat 50 Cent Eintritt gekostet. Ja. So, und das mit dem Taxi, das hat alles unsere Gastgeberin organisiert, die auch heute Abend noch für uns kocht. Ja, Die da macht freue uns ich mich Macht drauf. uns noch was zu essen, das wird mit Sicherheit auch ziemlich lecker. Ja. Also danke fürs Zuschauen. Wir freuen uns noch über einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Bis dann.